Ich bedanke mich bei meinem Bruder Ahmed Efendi, Haji Ahmed, Sheikh Ahmed Efendi. Er hat unser Fehlen nicht hier spüren lassen, inshallah. Alle waren hier glücklich mit dir, Ahmed Efendi. Die haben mir Glückshormone geschickt von Deutschland. Das ist säckeweise. Wie glücklich sie mit dir waren und Alhamdulillah, Allah Rasoßen. Was ist es? Wir müssen füreinander da sein, dass keine Lücke entsteht. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاركتنا الصحبة خير في جميع مدد يا رجال الله مدد يا سلطان الأولياء مدد يا سلطان الأنبياء يا نكبا يا نجبا يا ركبا يا بدلا alle Heiligen im Osten, im Süden, im Norden, im Westen, unter der Erde, auf der Erde, am Himmel, in der göttlichen Gegenwart, wo sie alle sein mögen, werden uns unterstützen. May all saints, from the east to the south, to the north, to the west, from underneath the earth, from above the earth, in the sky and in the divine presence, may they help us all. Ohne ihr Licht sind wir in Dunkelheit. Without their light, we are in darkness. Und unser Großscheich, Mawlana Sheikh Nazim, sagte, und ich gebe euch das Licht von Islam, möget ihr dieses Licht überall hinbringen. And our great Sheikh Maulana Sheikh Nazim said, I bring you the light of Islam and may you pass it on to everybody else. Und das ist eure Aufgabe, sagte er. And that is your task. Und das ist ein Marathon und eine himmlische Olympiade. It's a marathon and a heavenly Olympiad. Wer genug Atem hat, packt sich diesen Fackel und zieht weiter. Those with enough breath take their torch and go on. Richtung Ziel. Towards the goal. Und macht Licht. And they bring on light. Und jeder kann da mitmachen. And everybody can participate. Jeder ist da willkommen. And everybody is welcome. Bei diesem Marathon Gottes sind wir alle eingeladen und sogar aufgefordert, dabei zu sein. In that marathon for God, or of God, we all have been invited and we all have to come. Es kommt dabei darauf an, wer genug Atem hat und Standhaftigkeit. And it's all about who's got enough breath and who can still stand. Und wer sich am meisten bemüht und übt in Aufrichtigkeit und Standhaftigkeit und Geduld, der wird belohnt werden. And those who try and work hard in their sincerity, their standing, and are working through, they will be honored. Und nicht derjenige ist dann schuld, der dann schneller war als die anderen Läufer und die Möglichkeit hatte, sich den Fackel zu packen und mit das Licht des Fackels und dann um mehr Licht zu machen. And not the one is being blamed who is faster
and it was easier to get that torch to pass on the light. Und jetzt höre ich die Stimme von unserem Großscheich Maulana, Sheikh Muḥammad, Nazim al-Haqqani al-Rabbani. And now I hear the voice of Sheikh Muhammad. Wo sagt, and I am giving you the light of Islam. Where he says, I'm giving you the light of Islam. Das durftest du jetzt hier in Deutsch jetzt übersetzt haben. Ich gebe euch jetzt das Licht des Islams. Und ich gebe euch das Licht des Islam, und so dass ihr dieses Licht überall hin schafft. Überall wo Dunkelheit ist, Licht macht. Das ist euer Auftrag. And I'm giving you the light of Islam to pass it on, to bring light into the darkness. That is your task. Und er spricht nicht eine Person an. And he's not talking to one person. Er spricht uns alle an. He's talking to all of us. Und da gibt es keinen Konkurrenzkampf. Wir sind alle dabei. Wir müssen alle dabei sein. And this is not a fight where we fight against each other, but we fight with each other. Wir haben alle den Auftrag, das Licht der Wahrheit zu packen und überall hinzubringen. We all have to get that light of truth and pass it on. Und das ist ein Marathon. Versuche nur eins, nicht auf der Strecke zu bleiben. And this is a marathon. The only task you have to do is not to get lost. Oh, ihr Gläubigen, der Erfolg besteht auf drei Fundamenten. Drei Bedingungen hat der Erfolg. Bemühung, Aufrichtigkeit und Demut. Success is based on three basic foundations. First is sincerity, second is humility, and the third one is effort. Demut. Humility. Die Bemühung ist wichtig auf diesem Weg des Erfolges. Trying hard is very important on that path to be successful. Aber die Bemühung allein wird nicht reichen. Jeder kann sich bemühen, um etwas zu lernen, um etwas zu schaffen. But trying hard and putting on effort is not everything, because everybody can do that. Aber wenn du bei deiner Bemühung unterstützt werden möchtest von himmlischen Mächten und Kraftquellen, dann musst du auch Aufrichtigkeit haben in deiner Bemühung. But if you want to be supported by the heavenly sources of light and power sources, you have to be sincere as well. Und Aufrichtigkeit allein wird auch nicht reichen. Da fehlt noch eine Sache. Du musst auch demütig sein und nicht eitel. Du musst aufpassen, dass du nicht eitel bist. Wegen des Erfolges, dass du rumspinnst. But sincerity in itself is also not enough. You have to be humble as well, because of their success you might get vain and think that's all your fault, but it's not. You have to be humble. Deshalb alle bemühen sich in dieser Welt um eine Sache. Der Atheist bemüht sich, der Kommunist bemüht sich, der Sozialist bemüht sich, der Kapitalist bemüht sich, alles ist und Mist bemüht sich. Der Muslim bemüht sich, der Christ bemüht sich, der Jude bemüht sich,
Der Buddhist bemüht sich für eine Sache. Aber haben sie alle Erfolg? Und wenn sie Erfolg haben, wie lange dauert dieser Erfolg? Haben sie Unterstützung des Himmels? Das ist die Frage. And everybody is trying hard very much, like the atheist, the capitalist, the socialist, the capitalist, everybody with ist is trying hard. The Jew, the Christian, the Buddhist, the Hinduist, everybody is trying very hard. But to get successful, you need divine help. Himmlische Unterstützung ist nur für den, der sich für eine heilige Sache bemüht, nicht für sich selbst, nicht für das eigene Ego, für Macht und Selbstsucht. Nein, als Diener für seinen Herrn, sich zu bemühen. Nur der sich für seinen Herrn bemüht, bekommt himmlische Hilfe und Unterstützung. Und wer himmlische Unterstützung bekommen hat, hat Erfolg. And heavenly success is only for those who do it for a holy purpose, not for their own ego, who try to be good servants and don't serve their own ego, but serve the heavens. Wir waren in Iran, Khorasan, das Gebiet, das ist ein großes Gebiet. Das geht bis Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan und alles, was mit Istan zu tun hat, Istan. Das ist wie ein halbes Kontinent, Khorasan. And we were in Iran, in Khorasan, which is a very great area going from Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, all Istans, and it's a very, very big, almost half a continent. Da hatten wir die Ehre und die Möglichkeit, den großen Imam al-Ghazālī, den Ghazālī zu besuchen. And there we had the great honor to visit the great Imam Ghazālī, Ibn Ghazālī. Und seine Grabstätte wurde erst hier vor 10, 15 Jahren entdeckt. And his place, his maqam was only found 10 or 15 years ago. Als ich hier an seinem Maqam war hier, habe ich mir überlegt, so ein großer Imam, so ein Schriftgelehrter, großer Schriftgelehrter. Er ist gestorben mit 50, 55 Jahren und er hat über 500 Bücher geschrieben. Das sind 500 Bücher, keine Romane, keine wie heißt das hier? Pembe, diese. Groschenroman. Nein, das sind ernsthafte, große, intellektuelle, theologische Bücher gewesen. Mit hoher Verständnisstufe. And when I was standing at his maqam, I was thinking about what a great scholar, what a great imam he was, because scholar in a sense, he wrote so many books, like over 500 works were published, or he published, and those weren't just novels, but they were just really plain books, but really high theological content was inside. Niemand weiß das. Ich habe das niemandem gesagt, jetzt sage ich das. Und ich habe ihn gefragt, oh du großer Imam, wie hast du das alles geschafft? In so einer kurzen Lebenszeit. And I never told that, so I'm going to tell you it now the first time. I asked that Imam, oh Imam, how did you do that in such short of a time? How did you write so many books? Mein Erfolg, sagte er, kommt von meiner Demut.
And he said, my success comes from my humility und Aufrichtigkeit. and sincerity. Ich war ein Gelehrter, ich war ein großer Gelehrter, Schriftgelehrter. I was a great scholar. Ich hatte Wissen, aber ich entdeckte, ich erkannte, ich hatte keine Weisheit. Meine Bemühung, um Wissen zu erlangen, hatte mich bis zum schriftgelehrten Positionsstufe gebracht. Eine hohe Stufe, ein Schriftgelehrter zu sein, ein großer Schriftgelehrter, aber darüber hinaus sollte das alles sein, habe ich mir überlegt. Nein, Reich Gottes ist ohne Grenzen und ich hatte Grenzen bekommen. Ich konnte nicht mehr weiter. Dann entdeckte ich hatte keine Weisheit. And then he told me I had lots of knowledge, but no wisdom. I tried so hard to get so much knowledge that I even got to the position of a great scholar in all of it, but then I realized I got to a limit, and if this is God's reign, God's kingdom, then there is no limits. And I asked myself, what was the reason? It's because I had only knowledge but no wisdom. Dann schaute ich mich um, da waren um mich herum Hunderte, Tausende von Schriftgelehrten. Und sie standen genauso auf dieser gleichen Positionsstufe. Die konnten auch nicht weiter. Sie hatten sich bemüht und sie kamen aufgrund ihrer Bemühung nur bis auf diese Stufe. Ein Schriftgelehrter zu sein. Ein Wissender. And I saw there were thousands of scholars just like me. And because of their effort, because of their trying hard, they got to that position, to that stage, but not further. They were just scholars. Eigentlich kein Wissender. Nur jemand mit Wissen. Nur jemand mit Wissen zu sein bedeutet jemand, der informiert ist. Ein Wissender zu sein gehört dazu, nicht nur Information zu haben, auch die Quelle der Information gesehen zu haben. Das ist ein Wissender. Ilm al-Yaqin, Ayn al-Yaqin. So those scholars, they had knowledge, but they had no true knowledge because they only had information. But to be a true knower, someone who knows truly, you need also to know the source of that knowledge. Aber ich tat alles, um weiterzukommen, konnte ich nicht, bis etwas passierte. And I tried so hard to go on further, but it didn't work until something happened. Ich hatte einen Bruder, sagte er. I had a brother, he told me. Der war ein Derwisch. And he was a dervish. Er war ein Scheich. Und er war in einer Sufi-Gruppe, Gemeinschaft. And he was a sheikh and he was in the Sufi group. Und ich war Imam in der größten Moschee des Landes. Aber der kam nie zum Freitaggebet, wo ich der Imam war. And I was the imam of the greatest mosque in that area, but he never ever came to do Jummah, the Friday prayer, with me in my mosque. Irgendwie wollte er nichts tun haben mit mir. And somehow he didn't want to be with me. He didn't want to be part with me. Und das nervte mich. And it was really going on my Und nerves. kratzte an meiner Eitelkeit. And it was going against my vanity, and I tried to. Und ich beschwerte mich bei meiner Mutter. So. And I went and complained to my mother. Mutter, sag mein Bruder, der soll zu Freitaggebet. Alle Leute reden schon schlecht hier und denken, wir hätten Streit unter uns. Er soll kommen und hinter mir beten. And I told her, Mom, I've got a brother and he's never coming to my Friday prayers. Tell him to come because people are talking. And just tell him to come to my Friday prayer and pray behind me. Und meine Mutter versprach, mit meinem Bruder zu sprechen. And my mom promised to talk to my brother. Und tatsächlich, an dem nächsten Freitag, wo ich den Imam machte, Vorbeter,
sah ich, dass mein Bruder hinter mir steht und will mitbeten. Ich freute mich. Endlich hat er meine Größe erkannt und betet hinter mir. And then Friday prayer came, and then I looked around and I saw my brother standing behind me praying, and I was realizing, now he saw what a great Imam I am. Und ich sagte Allahu Akbar und fing an zu beten. Und nach einer Sekunde hier ich hörte die Stimme meines Bruders, er machte wieder Allahu Akbar und fing neu an, das Gebet. Das bedeutet, dass ich was falsch gemacht haben soll. Das ist das Zeichen, dass der Imam was Falsches macht. And I did Allahu Akbar and started the prayer, and just a second after that I heard again in my back Allahu Akbar. My brother did it again, and that was a sign for me that I did something wrong. Dann machte er wieder Allahu Akbar und dreimal Allahu Akbar. Dann unterbrach er sein Gebet und saß. And then he said again Allahu Akbar, 3 times Allahu Akbar, and then he just stopped in the middle of his prayer and sat down and waited. Als ich fertig war mit dem Gebet, drehte ich mich um und sagte, wieso hast du nicht mitgebetet? When I was done with So viele prayer, Leute schauen zu. Was werden sie denken über uns? when I was done with praying, with my prayer, I turned around and asked my brother, why did you do that? People are going to think that we had a quarrel, that we had a fight. Er sagte, oh mein Bruder, ich konnte doch nicht mit einem Imam beten hier, der kein Abdes hat, der kein Wudu hat. And he Du hast told, ohne Wudu vorgebetet, das kannst du doch nicht akzeptieren. and then he told me, but brother, I can't pray behind an imam who has got no abdest, no ablution, who has no spiritual washing. That's not right. Mein Bruder, ich habe Abdes, sagte ich. And I told him, brother, I have abdest. Nein, hattest du nicht, sagte mein Bruder. Du warst voll bis dein Hals hier, Kinn, bis zum Kinn, voll in Frauenblut. And he said, no, you had no abdest, because you were up to your chin in the blood of a woman, of period. Wie kann es sein, dass du Abdes hast? Then how can it be that you have abdest, ablution? Und dann plötzlich leuchtete meine Bürde. Tatsächlich, vor dem Gebet kam eine Frau und hatte eine Frage gestellt. Wenn die Frauen ihre Tage haben, wie sollen sie beten und, oder was sollen sie tun? Und ich sagte, nach dem Gebet gebe ich dir die Antwort. Und dann während des Gebetes war ich mit der Antwort beschäftigt in Gedanken im Herzen. Und mein Bruder hatte das mit Augen seines Herzens erkannt, gesehen. And then suddenly a light came into my head, and I realized that before prayer a woman came to me and asked about how a woman should pray when she's got her period. And I told her, well, wait after prayer, I will tell you then. And while I was praying, I was thinking about the answer and that what it was. And that what was my brother saw that, and he saw it with the eyes of his heart. Ich packte meinen Bruder und ging zu meiner Mutter und sagte, oh meine Mutter, gib mir eine ehrliche Antwort. Wie hast du diese Stufe erreicht? And then I took my brother under his arms and went to our mother, and then I asked my brother, tell me true, how did you get to that stage? Oh mein Bruder, sagte mein Bruder, durch Demut. And then my brother told me, oh brother, because of humility. Durch Demut, ich habe mich in die Hände eines Meisters begeben, um nichts zu werden, nicht um etwas zu werden. And oh my brother, through humility, by surrendering to a master, to become nothing, not to become something. Du hast dich aber bemüht. Klar, du warst aufrichtig in deiner Bemühung, aber Aufrichtigkeit und Bemühung sollten dir dienen, dass du aus dir etwas gemacht hast. Und bis zu dieser Stufe bist du auch gekommen, ein großer Schriftgelehrter zu sein, also ein guter Informierter.
And of course you were trying hard and you were trying hard sincerely, but you only tried that to get to a certain position. That's what you got. You got to become the greatest Imam, a great scholar, but that is all that you got. Aber du hattest keine Demut. Du hast nie akzeptiert, dass jemand andere größer ist als du. Du hast dich mit den anderen Schriftgelehrten gestritten, dass du besser Wissen hast als die anderen und Verstand ist. Und ich habe mich in Demut in die Hände eines Meisters begeben, um nichts zu lernen, nur zu dienen. Ich habe mich bemüht, gut zu dienen. Ich habe mich in Aufrichtigkeit bemüht, gut zu dienen, um nichts zu lernen. Damit mein Meister nur mit mir glücklich ist. Das wollte ich erreicht haben. And you tried so hard to get all that knowledge, to fight with your scholars, with your colleagues, not to be humility, not to be humble in what you do. I tried very hard and sincerely to become a good servant and to surrender to my master and to become nothing and only to become better in being a good servant. That's all I tried. Und auf dem Weg Gottes, du kannst dir nur eins wünschen, deinen Herrn glücklich zu werden. Das soll dein einziger Wunsch sein. And on the path of God, to God, your only wish should be and is to make your Lord happy. Und wenn du etwas sein möchtest, aus dir etwas machen möchtest, dann mach aus dir jemand, der seinen Meister oder seinen Herrn glücklich gemacht hat, der Glücklichmacher. And if you want to become something, you should try to make your master happy, your Lord happy. A happy maker. Und Allah sagt, hast du nicht gehört, was Allah gesagt hat zu Moses? Oh Moses, mach mich glücklich, sodass ich dich glücklich mache. Mach mich zufrieden, sodass ich dich zufrieden mache. Sodass ich dir Erfolg gebe in alles, was du tust. And don't you remember what God told Moses, or Musa, try hard and I will make me happy and I will make you happy. Make me satisfied with you and I will make you satisfied. And I will give you the success in everything that you do. Und Moses machte mich glücklich und ich gab ihm den Erfolg. Nichts konnte ihn auf seinem Weg des Erfolges einen Stein auf seinen Weg stellen. Nicht mal das Rote Meer. Alles öffnete sich für ihn. And Moses made me happy, so I made him happy on his path to success. And nothing could lay in his way. No stone could be there. So not even the Red Ocean, the Red Sea. Und der große Imam al-Ghazālī fragte, wer ist dein Scheich? Bringt mich zu ihm. Und sein Scheich war einer von unserem Großscheich, Scheich Harakani, Naqshbandi. And Imam Ghazālī asked his brother, tell me, who is your sheikh? Who is the sheikh of Musa? Who is your sheikh? And he said, well, I'm going to bring it to him. And his sheikh was one of our grand sheikhs, Grand Sheikh Harakani. Und ich zog mich aus allen meinen Titeln, alles Kleider der Titel und Größe hier, entkleidete ich mich und ging zu diesem Scheich in Demut und begab mich in seine Hand. Und ich ließ alles los. 10 Jahre war ich in Damaskus in Rückzug. Hatte alles von sich weggeschoben, um nichts zu lernen. And Imam Ghazālī, he took off all his clothes, all his titles. He laid it all down and went to that sheikh in humility and went into his hands. And he stayed for 10 years in Damascus to learn. Diesmal
bemühte ich mich in Aufrichtigkeit nicht um etwas zu werden, um nichts zu werden. In Demut. And this time I tried very hard and sincerely not to become something but to become nothing, in humility. Oh ihr Leute, das sind Geschichten und Bilder, damit wir verstehen. Oh you people, those are stories and pictures for us to understand. Wollt ihr Erfolg haben auf eurem Weg, dann bemüht euch, das ist wichtig. Seid auch aufrichtig, das ist auch wichtig. Aber seid in Demut, das ist sehr wichtig. If you want to be successful, try hard, that's very important. Be sincere, that's important as well. But what's most important is that you're being humble. Weil der Erfolg kann dich auch hier vom Weg abbringen. Vom Weg der Aufrichtigkeit. Because success can get you away from your path of sincerity. Diese Reizangebote des Erfolges oder Geschmackproben des Erfolges, was gar nicht wirklich Erfolg ist, eigentlich auf dem Weg, aber dass sich die Türen, die sich dir öffnen, das sind Falltüren. Du musst aufpassen. Oh, eine Tür, die sich für mich öffnet, wunderbar, und dann bumm, du bist gefallen. Wenn du nicht aufgepasst hast. Aufgepasst mit deinem Ego. Dass dieser Erfolg für dir von Allah gegönnt ist und nicht, dass du dir selbst erarbeitet hast. Because success got this thing that it makes you want to taste more, gives you a taste where you think you go through a door, but it's actually a door to a trap where you will fall. You think, yeah, I found success, something is opening up, but then you fell. Because that's what success does. Because success doesn't come from you, but comes from God. In Demut und Bescheidenheit immer als dein Lunchpaket mit in deinem Rucksack, auf deinem Weg. Always take humility and his brother tenderness with you as a lunch break on your way. Fehler aller Schriftgelehrten und Menschen, die sich bemüht haben, um etwas zu lernen. Hauptfehler und große Fehler, dass ihr Erfolg nicht für immer ist, nur von kurzer Dauer ist. Dass sie, je mehr sie sich Türen für sie öffnen, desto stärker wird ihr Ego und will seinen Anteil haben an dem Erfolg. Und dann, wenn sie nicht aufgepasst haben, dann Allah schaut zu und dann plötzlich nimmt ihr ganzer Erfolg wieder weg. Wenn nicht diese Bemühung für ihn war. Allah schaut zu, er ist der Erfolggeber. Er gibt den Erfolg auf den Weg. Und er schaut zu, ob diese Wegbeschreitung für ihn ist oder für das eigene Ego. And the greatest mistake that all scholars and everybody does is that they try hard and they try to, at first in the beginning, sincere, but the more they get on, the more get on the path. Sincerity is in it, but more ego. And then afterwards, you do it not for your Lord, but for your ego. And then the Lord takes it all away, because that's what's going to happen. Because success comes from the Lord. And He's the one who gives and takes. Deshalb, wir müssen aufpassen. So we need to be careful. Wir sollen ja aus uns etwas machen. Das ist unser Auftrag. Was aber sollen wir aus uns gemacht haben? Das hier ist die wichtige Frage. Of course we should do something, we should become something, but what that something is, that's the question. Eins sagte Roche, Mawlana Sheikh Nazim, alle kommen zu mir und bitten mich um Dua, um Gebet. And Maulana Sheikh Nazim once said, everybody's coming to me and asks for a dua, for a prayer. Für was soll ich dir für dich beten, frage ich. Und sie sagen, ich will Doktor werden, bete, dass ich das hier schaffe.
Ich will Ingenieur werden, bete, dass ich das schaffe. Ich will heiraten, bete, dass ich heirate. Ich will mich scheiden lassen, bete, dass ich will das sein und dies sein, das haben, Auto haben, Haus haben. Niemand kommt zu mir und bittet mich um Dua, dass ich für ihn Dua mache, dass er ein guter Diener wird. And I asked them, what dua do you want? What prayer do you want? Make dua that I become a doctor. Make dua that I become an engineer. Make dua that I marry. Make dua that I divorce. So many duas for everything that they want, but nobody ever came and asked, make me a good servant. Oh Allah, mach uns zu deinem guten Diener. Oh Allah, make us your good servants. Mach, dass wir uns bemühen auf deinem Weg. Make us try hard on your path. Und dass wir niemals unsere Aufrichtigkeit auf diesem Weg verlieren. And that we may never lose our sincerity. Und dass wir immer aufpassen, dass wir in Demut und Bescheidenheit sind. And that we always take care to be humble in all ways. Niemals die Größen, die du uns, die Kleider der Größe, was du, mit dem du uns ankleidest auf unserem Weg, niemals, dass wir uns beanspruchen, dass wir denken, dass das von uns selbst ist. And that we may always remember that the clothes you put on us, the clothes of greatness and power, that are not for us, that they are from you. Dass wir niemals vergessen, dass wir ein Niemand und Nichts sind in Wirklichkeit. That we will never forget that we are nobody and nothing. Die Kleider der Größe mögen uns niemals täuschen lassen. And that the clothes of greatness shall never deceive us. Und deshalb das Leben der großen Menschen wie al-Ghazālī sind für uns Mustergeschichten und beispielhafte Bilder, wie wir sein sollen, wie wir uns bemühen sollen und verhalten sollen. Zuerst wollte er aus sich etwas gemacht haben, für sich selber. Dann hat er begriffen, dass das nicht allein reicht für einen Erfolg ohne Ende. Dann hat er alles sich entkleidet und wollte nichts und niemand sein. Nur für Allah sein. And that is why those stories of those great people like Imam Ghazālī are meant for us to be examples of how we should be. That in the beginning he tried to be something, that he tried very hard to be something, but then he realized he got to a certain point where it didn't go on. So he let go of everything and tried to be nothing, and he got there to become the greatest servant of Allah. Als er sich zurückgezogen hat, eigentlich die ganze Absicht war, sich zu entkleiden, nicht von seinem Titel, nein, von seiner Eitelkeit. Wegen seines Wissens, was er bekommen hatte. Weg mit dieser Eitelkeit. And when he went into retreat, when he went and left everything behind, it wasn't to take off all the clothes of his titles, no, it was to take off all the vanity he had. Und der Scheich, unser Großscheich, als Imam Ghazālī zu ihm kam, sagte zu ihm, für dich und für andere mögest du ein großer Mann sein. Aber in der Gegenwart Gottes bist du ein Niemand. Und verhalte dich auch so. Benehme dich auch so. Und akzeptiere, dass du nichts und niemand bist. So, und jetzt zieh dich zurück und versuche, das zu akzeptieren und zu leben. Ein Niemand und ein Nichts zu sein. 10 Jahre dauert es. And when he came to his grand sheikh, our grand sheikh, he told him, you might be a great person for everybody around and for yourself, but in truth, in the divine presence, you are nothing and nobody. And that's what you should learn. That's why go into a retreat, go into reclusion, and try to accept that. And it took him 10 years to do just that.
Und das Ego schrie von Imam Ghazālī, tu dir das nicht an. And his ego was screaming at him, Du don't do that verlierst to yourself. alles, was du dir erarbeitet hast. You will lose everything that you worked so hard for. Deine ganze Bemühung und Arbeit. All your work, all your efforts gone. Als sein Ego in der Nacht so ihn anschrie, sah er das Gesicht seines Scheichs. And when his ego was screaming at him so fiercely in the night, he saw the face of his sheikh. Schenk ihm kein Ohr. Don't listen to it. All deine Bemühung, wisse, war nur für dich, nicht für Allah. Deshalb hat es keinen Wert. Know that all your effort were only for yourself and not for Allah. That's why it's got no worth. Und was keinen Wert hat, ist wertlos. And everything that has got no worth is worthless. Und jetzt, sieh los. Lass alles los. And that's why let it all go. Let it go. Wohin brachte dieses Loslassen von Eitelkeit und Etiketten den großen Imam Ghazālī? Dahin, wo er wirklich groß, was ihn wirklich groß machte. Der Ghazālī, weltbekannt. Obwohl er ein Schriftgelehrter im Islam war, ganze Welt, christliche, jüdische, alle Welt hat ihn akzeptiert und respektiert. And where did it get him to let go of all those titles and etiquettes in the beginning? It made him such a great scholar to a point where he was supposed to be. Not in that area, but in all of the world. All religions, Christians, Jews, Muslims, everybody accepts him. Ohne dass er das gewollt hätte. Without him wanting that. Allah machte ihn berühmt. And Allah made him successful and Nicht popular. sein Bemühen, etwas zu werden. But it was not because he tried so hard to Sein become Demut famous. und Bescheidenheit auf dem Weg Gottes machte ihn groß His humility made him great in the end und gab ihm den Erfolg, and was responsible for himmlischen his Erfolg success. und Unterstützung. Heavenly success and support. Und er packte die Fackel des Islam und machte das, er breitete das überall, das Licht Islam in der ganzen Welt. And he took the torch of Islam and passed it on in all over the world. Oh Allah, mach uns zum Lichterketten der Wahrheit. Oh Allah, make us into the chain of lights of Islam. Und wenn das Islam ist, dann ist es Islam. Und wenn das nicht Islam ist, dann ist es nicht Islam. Aber mach uns zu Ketten, Lichterketten der Wahrheit. And if it is Islam, then it's Islam. If it's not Islam, it's also good. Wo Make us lights of truth. wir auch erscheinen mögen, mögen wir Licht bringen. Wherever we are, maybe bring light. Hürmeten habe ich, Hürmeten Fatiha.